Why don't you tell us a little bit about yourself and some of the wonderful experiences that you've shared and experienced? What would you like to know? Well, first off, how you learned of Jacques. How did you learn of these, of Jacques and his lectures and a little bit about attending those lectures, what it was like? Gut, herzlich willkommen zu unserem heutigen Teamspeak-Meeting. Es ist der 10.3.2018 und heute geht es über, sagen wir, die Anfänge von The Venus Project und dazu haben wir uns jemanden gesucht, der da auch live mit dabei war und dafür wäre es wahrscheinlich ganz schön, wenn du dich mal vorstellen würdest ein bisschen, Karl. Hallo, mein Name ist Karl Geissler, war ein Mitglied von Sociocyberneering. I lived in Miami. I came to Miami in 1970 for the second time. She said to me, Carl, I know somebody in Miami that you would love to meet. And she said, well, when do you have time? She knocked on the door and Jacques came out and he wore a captain's hat that he used to wear during that time. And she introduced me to Jacques and Jacques invited us inside and we started talking and basically he asked me like questions. These were normal questions that Jacques used like in an introductory lecture during that time. He would ask questions like, are you religious? Do you believe in God? Where do you politically stand? Left, right, center, what books have you read that were significant to you? What people do you admire? And questions, like that, to get to know me better, because it has some idea of what my background was and my thinking was. And then he kept talking, and he explained to me that he gave lectures in his house, and that if I'm more interested in learning about his point of view, that I should come. And I told him I would definitely come. Er hat zu mir gesagt, bevor du weggehst, will ich dir noch was geben. Dann ist er zu seiner Bibliothek gegangen, ein Buch gegeben, The Wastemakers bei Vance Packard. Und das Buch hat sich darum gedreht, dass die Wirtschaft gebaut ist, um zu verschwenden, sodass man dann wieder neue Sachen kaufen muss, weil man die alten verschwendet hat oder dass die alten kaputt gegangen sind. Auf Englisch sagt man Built-in Obsoleszenz, dass die Dinge hergestellt sind, dass die nach einem gewissen Zeitpunkt dann wieder zusammenbrechen oder nicht mehr modern ausschauen und dass man dann rausgehen muss, wieder Neues zu kaufen und dass die Wirtschaft auf Highest Konsum gebaut ist, sodass die Leute die Ressourcen verschwenden. Sehr teuer ist ganz besonders für die armen Leute, wenn die Dinge ja verbrechen, kaputt gehen sehr schnell, nachdem sie gekauft sind. Die armen Leute in der Gesellschaft, die können die ja nicht so schnell wieder ersetzen. Das Buch hat dann meine Augen geöffnet. Ein Teil, was komplett falsch ist in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, dass alles auf Verschwendung aufgebaut ist und dass die Werbung damit hilft, die Menschen einzdoktrinieren, so viel wie möglich zu verschwenden. Nur zur Ergänzung, im deutschen Netz sagt man auch geplante Obsoleszenz oder für Leute, die mit dem Begriff nichts anfangen können, künstliche Veralterung könnte man es auch noch nennen. Veralterung. Wann bist du überhaupt nach Amerika gekommen und warum? Oder du bist da nicht geboren, oder? Ich bin ja 1945 geboren, im Juni, so das ist ein Monat nach Kriegsende. Mein Vater, der war Koch bei Beruf, der war in Straßburg, hat er das französische Kochen gelernt. Dann hat meine Mutter kennengelernt in einem Hotel, wo sie und er gearbeitet haben, im Schwarzwald. Und die hatten ein sehr schönes Leben vor dem Zweiten Weltkrieg, weil die in Saarbrücken da gewohnt haben und dann während der Touristensaison sind sie dann zum Schwarzwald gegangen oder zum Riesen. Und dann, wie der Krieg ausgebrochen war, wurde mein Vater eingezogen und dann kam nach Russland und in Russland wurde er verletzt. Eine Granate ist explodiert und hat einen Finger von ihm abgerissen und seine Füße waren erfroren. Er hatte immer Schmerzen in seinen Füßen, konnte schwer laufen und nach dem Krieg natürlich niemand wollte mehr nach Deutschland kommen, konnte keine Arbeit finden in seinem Beruf. So musste er zur Völklinger Hütte arbeiten gehen und
Der Krieg hat sein Elternhaus, wir hatten ein dreistöckiges Elternhaus, wie er gehabt hat. Das war alles ausbombardiert. So mussten wir in eine kleine Wohnung einziehen, ein Schlafzimmer, ein Bad. Und nach dem Krieg, da war nicht genug Essen da. Und die Schwester von meinem Vater und ihr Mann, die sind in den 30er Jahren nach Buffalo ausgewandert und waren der finanziell sehr erfolgreich. Er hat Maschinen gebaut. Und dann haben die Pakete nach Deutschland geschickt in der Nachkriegszeit, die uns sehr viel geholfen haben. Und während dieser Zeit natürlich in der Nachkriegszeit, Amerika war das Land der Hoffnung für Europäer, weil die Amerikaner haben ja Europa beschützt von den Russen und Amerika war die Großmacht, die Europa eigentlich verteidigt hat. Und man hat auf Amerika gedacht als die große Demokratie in der Welt, die sehr gerecht ist und die den Frieden auf der Welt verteidigt. Und dann haben die Schwester von meinem Vater, die haben dann Deutsche nach Amerika gebracht. Und so meine Schwester hat sich dann entschlossen, mein Vater hat zu ihr gesagt, geh mal nach Amerika, berufsmäßig ist das viel besser für dich, du kannst Geld verdienen, das Leben ist viel leichter, viel moderner. Dann ist meine Schwester in 1955 nach Amerika ausgewandert. Hat dann immer gesagt, ich komme wieder zurück nach Deutschland, mir gefällt es hier eigentlich nicht. Und dann plötzlich hat sie geschrieben, ja, ich bin verheiratet, habe mich verliebt, ich werde jetzt hier bleiben. Meine Eltern haben sich geschieden, das hat auch mit dem Krieg zu tun. Dann hat meine Mutter 1964 gesagt, ich gehe für 3 Monate zu den Vereinigten Staaten und du bleibst hier als die Miete und so weiter und so fort. Und dann ist sie nach Amerika gegangen und 1 Monat vor Rückkehr hat sie mir dann geschrieben, ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn unsere Familie zusammen wäre, deine Schwester, du und ich. Und ich denke auch hier in den Vereinigten Staaten, das Leben ist viel billiger, die Möglichkeiten sind viel besser. Onkel Henry hat gesagt, wenn du hierher kommst, dann musst du gleich ein Auto haben, ein Auto fahren lernen. Und ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn du kommen würdest. Das war natürlich für mich ein Traum, nach den Vereinigten Staaten zu gehen, weil als ich ein Kind war und in der Nachkriegszeit in Deutschland aufgewachsen bin, wenn ich ins Kino gegangen bin oder die Musik, das war ja alles amerikanisch beeinflusst. Zu dieser Zeit in den 50er Jahren, da hatte man den amerikanischen Western, dann hatte man diese unwahrscheinlich schöne Western-Landschaften gesehen mit den roten Bergen und den braunen Bergen in der amerikanischen Wüste und habe mir dann so vorgestellt, das wäre schön, das einmal zu sehen. Dann wurde ich interessiert an die Indianer, bin zur Bücherei gegangen, habe zu denen gesagt, haben Sie Bücher an amerikanische Indianer, an die Stämme da und die hatten eine ganze Sammlung da, die Sitting Bull, Geronimo, Red Cloud und so weiter. Und die habe ich dann alle gelesen. Mein Großvater hat mir zu Weihnachten die 3 Bände von Karl gegeben. Dann wurde ich ganz interessiert in Amerika, amerikanische Musik, amerikanische Filme, amerikanische Filmdarsteller. Fand aber alles noch in Deutschland statt, oder? Ja, das war alles noch in Deutschland. Ich wusste, dass ich Deutschland auch verlassen wollte, weil das Wetter war mir einfach zu kalt. Das hat mir niemals gefallen. Und das Leben fand ich sehr eintönig in Deutschland. Wenn ich mich so rumgeschaut habe und so meine Familie betrachtet habe und die Familien meiner Freunde betrachtet haben, habe ich niemals so einen Lebensstil gesehen, zu dem ich sagen wollte, so will ich leben, so will ich mein Leben gestalten. Es war alles zu eng für mich. Deutschland erschien als spießig auch irgendwie oder so. Ja, genau, bürgerlich, sehr, sehr bürgerlich. Alles musste genau sein, wie es so war. Und ich war ein junger Mann, ich wollte die Welt sehen, ich wollte reisen, ich wollte Abenteuer in meinem Leben haben. Ich wollte ein interessantes Leben führen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich in den Vereinigten Staaten gehe, dann öffnet sich mein ganzes Leben ab. Und dann, wie ich 12 Jahre alt war, ist meine Schwester in Urlaub nach Miami gegangen und dann 3 Bilderalbums nach Deutschland geschickt von ihrer Reise nach Miami. Und das war das erste Mal, dass ich von Florida gehört habe und diese Palmenbäume gesehen habe und diese weißen Häuser und das wunderschöne Meer. Und da habe ich zu mir gesagt, oh mein Gott, du musst irgendwo hingehen, wo es warm ist, wo es Palmen gibt, wo es Meer ist, wo man schwimmen kann jeden Tag. Und ich wollte also auch in einer internationalen Stadt wohnen, wo ich Menschen kennenlernen konnte von vielen Nationen, die verschiedene Sprachen sprechen. Und das hat mich sehr interessiert, ein offenes Leben zu fühlen. Und so bin ich dann nach Amerika. Hat
meine Mutter gesagt, du musst nach Frankfurt gehen zu dem amerikanischen Konsul. Onkel Henry bürgt für dich. Er kann für dich bürgen, dass du Arbeit hast, wenn du zu den Vereinigten Staaten kommst. Das musstest du dann ja auch haben, wenn du nach Amerika auswandern wolltest, weil die ja nicht verantwortlich sein wollten, für jemanden nach Amerika zu kommen und dann den zu verpflegen. Und so bin ich da hingegangen und die haben dann meine Papiere gemacht und dann haben die mich viele Fragen gestellt. War mein Vater ein Nazi in der Nazi-Partei? Und so weiter und so fort. Die haben über die deutsche Vergangenheit, da haben die alle viele Fragen gestellt. Und wie alt warst du dann, als du da nach Amerika? 19 Jahre alt und dann haben die mich auch untersucht, gesundheitlich, und dann haben die mir ein permanentes Visa gegeben. In Amerika sagt man eine grüne Karte. Und wenn du eine grüne Karte hast und nach Amerika auswanderst, nach 6 Monaten bist du militärfähig. Die können dich gleich einziehen, obwohl du kein Englisch kannst oder irgendwas. Und dann bin ich von Luxemburg nach New York geflogen und neben mir hat eine ganz hübsche, elegante Frau gesetzt. Dann hat sie mich gefragt, wohin gehst du denn eigentlich? Habe ich zu ihr gesagt, ach, ich habe Familie in Buffalo. Das ist nahe der kanadischen Grenze. Da hat sie mir gesagt, oh mein Gott, das ist unwahrscheinlich kalt da gibt es unwahrscheinlich viel Schnee und das ist unwahrscheinlich viel industriell. Ich glaube kaum, dass das dir gefallen wird. Zu mir hat sie gesagt, aber ich habe ein Haus in Florida, in Miami, und das ganz bestimmt würde dir gefallen. Da ist es warm, da ist ein schöner Ozean da und für einen jungen Mann wie dich, das wäre wirklich was Schönes. Und so bin ich dann nach New York geflogen, von New York nach Buffalo, und dann habe herausgefunden, dass mein Schwager auch in Miami gewohnt hat und das hat ihm sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir gleich meine Meinung abgetan, habe zu mir gesagt, ja, ich muss Englisch so schnell wie möglich lernen, muss mir einen Führerschein machen, ein gebrauchtes Auto kaufen und Geld zusammensparen und dann nach Miami. Buffalo, Miami, das sind so ungefähr 1700 Meilen, ne? Ziemlich weit weg. Und das war mein Plan. Eventuell habe ich das auch getan, habe mir Geld zusammengespart und bin nach Miami gefahren, habe unwahrscheinlich viel Ärger gehabt. Mein Auto ist 2-mal zusammengebrochen, bin aus Geld ausgerannt. Ich bin im Januar nach Miami gekommen und da war gar nicht viel Arbeit da, weil die ganzen Hotels, die hatten schon ihre Menschen, die für die Saison brauchten. Und dann war das ganz schwer für mich, da wirklich mich da durchzusetzen. Aber eventuell fand ich einen Job in einem Hotel und bin da geblieben, 4 Monate, ungefähr vom Januar bis Juni. Und ich hatte auch noch einen anderen Freund und habe dann mit ihm mich verabredet. Er wollte nach Kalifornien fahren von Buffalo und mir dann das ganze amerikanische Land ansehen. Ne? Und dann bin ich von Florida wieder zurückgefahren und dann über das ganze Land weg zum Grand Canyon gegangen und durch die Wüste gefahren und dann in den Bergen in Los Angeles gewohnt, weil ich gedacht habe, das Klima würde mir wahrscheinlich in Kalifornien oder in Miami am besten gefallen. Aber ich habe herausgefunden, dass das Pazifische Meer, der Strand war nicht sehr schön und von Hollywood bis zum Strand zu fahren, das war sehr lang und sehr viel Verkehr. Und dann habe ich mich wieder entschlossen, über das Land zu fahren und nach Miami zurückzukehren. Bin dann nach Miami zurückgekehrt und das war Glückssache für mich, weil ich dort natürlich Jacques kennengelernt habe. Da hast du vorhin ja schon erzählt, dass du da mit dieser Frau im Restaurant warst und sie dir praktisch das erste Mal von Jacques erzählt hat. Hast du dich da zu der Zeit schon irgendwie dafür interessiert oder hattest du schon die Idee, dass irgendwas mit der Gesellschaft nicht stimmen konnte, oder warst du komplett so ganz normal wie alle anderen Menschen auch und hast halt dein Leben gelebt? Als ich zuerst nach Amerika kam, dann habe ich schon bemerkt, viele Fehler in der amerikanischen Gesellschaft. Zum Beispiel, wie ich in Buffalo gewohnt habe und ich konnte damals noch nicht sehr gut Englisch reden. Dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, hat sie eine Wohnung für mich gesucht. Da hat sie verschiedene Leute angerufen und hat sie mit jemandem gesprochen und dann hat sie zu mir gesagt, da kannst du nicht hinziehen. Das ist ein afrikanischer Amerikaner.
Da habe ich zu ihr gesagt, wie weißt du denn das eigentlich? Da hat sie zu mir gesagt, die sprechen etwas anderes. Dann wurde mir klar, dass die Afroamerikaner in ihren eigenen Viertel wohnen, ganz getrennt von den Weißen. Also da bist du praktisch das erste Mal mit amerikanischem Rassismus in Kontakt gekommen. Ja, genau. Und da habe ich mich darüber gewundert. Und dann einmal in Buffalo musste ich da einen Autobus nach Downtown holen, in die Stadt, und dann umwechseln und zu meiner Arbeit fahren. Und eines Tages kam ich aus dem Bus raus und dann hat ein Afroamerikaner mich angelacht und hat zu mir gesagt, ahaha, du bist ja Deutscher, bist du nicht? Und ich war ganz erstaunt. Habe ich gesagt, ja, natürlich. Und er sagte zu mir, ich war in der Armee in Deutschland und mir hat es sehr gut gefallen und ich will jetzt, dass du gleich mit mir nach Hause kommst. Ich habe meiner Frau und meinen Kindern so viel von Deutschland erzählt. Du musst jetzt mit mir nach Hause kommen. Ich will dich meiner Familie vorstellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Von der Busanstelle bin ich dann mit ihm gegangen, war ziemlich weit weg, into das afrikanische Viertel. Und die haben in einem Großhaus gewohnt mit vielen Leuten, war ein ganz armes Viertel. Und dann hat er mir was zu essen gegeben, hat mir dann seine alte Fotoalbums, habe ich mir angeschaut von Deutschland. Und da habe ich etwas bemerkt, das unverstaunlich für mich war. Unter die Bilder von Deutschland, wo es ihm so gut gefallen hat, hat er geschrieben, dass er seine eigene Heimat Amerika sehr vermisst. Das hat mich so gewundert. Ich habe zu mir gedacht, hier ist so viel Rassismus und er hat mir erzählt, dass das in Deutschland zu dieser Zeit nicht der Fall war und trotzdem hat er seine Heimat vermisst. Und das hat mich verwundert. Aber ich gesagt, wie ist denn das möglich, dass der Mensch in einer Umgebung gewohnt hat, wo es besser eigentlich für ihn war, aber trotzdem seine Heimat vermissen kann? Und er war ein netter Kerl. Und dann, wie es dunkel war, da wollte er gar nicht, dass ich alleine wieder zur Haltestelle zurückkehre. Da hat er mich zur Haltestelle gebracht, hat dann gewartet, bis der Autobus kam und dann ist er dann weggegangen. Das war für mich, habe ich gesehen, dass da sehr viel Rassismus in Amerika war, ne? Und dass die amerikanische Demokratie nicht war, wie ich das so gedacht habe und was ich gelernt wurde in Deutschland. Dann hat mir das alles in Deutschland beigebracht, dass Amerika das meiste demokratische Land in der Welt war. Und dann langsam, aber sicher konnte ich dann sehen, und dann, was mir passiert ist in Buffalo, ein Moskito hat mich gestochen und meine ganze Hand ist angeschwollen, sehr schwer. Und dann hat mich meine Schwester zum Doktor gebracht. Der hat mir meine Hand angesehen. Das war eine Sache von 2 Minuten. Hat gesagt, das war ein Biss von einem Moskito. Hier, mach diese Salbe drauf, dass wir das alles wieder gut machen. Und dann hat er gesagt, $25. Und $25 zu dieser Zeit, das war ziemlich viel Geld. Und das hat mich dann gewundert. Habe ich gesagt, wie ist denn das möglich? Der Kerl für 2 Minuten verlangt er so viel Geld. Und das ist ganz normal hier. Und ich wusste ja in Deutschland, das wäre ja nicht der Fall gewesen. So, da habe ich schon über das ganze System so nachgedacht, wie das so alles so war. Und zum Beispiel eine der ersten Jobs, die ich hatte, niemand wollte mir ja Arbeit geben, weil ich ja kein Deutsch kannte. Habe dann die Tische gewaschen in einem italienischen Restaurant. Das war gut für mich, dass ich da in einer niedrigen Stelle gearbeitet habe. Mein Sozialbewusstsein war dabei erreichert. Meine Schwester hat mir einen Zettel gegeben und hat gesagt, um dorthin zu fahren, musst du einen Autobus holen und dann gibst du dem Autobusfahrer den Zettel, sodass der dich an der genauen Stelle rauslässt. Und der Autobusfahrer hat das vergessen, aber die Stelle war nahe einem Friedhof und der ist ja am Friedhof vorbeigefahren und dann habe ich das erkannt, dass er das vergessen hat und dann habe ich zu ihm gesagt, mich rauszulassen. Und der Schnee, der war ganz tief an dem Friedhof und kam dann 2 Stunden zu spät zur Arbeit und die Tische, die waren bergenhoch in der Küche und dann haben mir die Frauen im Restaurant geholfen. Das war sehr gut eigentlich für mich, weil das mich aufmerksam gemacht hat. Ich habe gedacht, von allen diesen Leuten hier am Samstagabend, die eine gute Zeit haben und sich amüsieren und mit den Frauen ausgehen, wer denkt denn an den Tischwascher in der Küche, der die ganze Arbeit macht, sodass die sich amüsieren können? Mein soziales Bewusstsein wurde durch diese Erfahrungen erreichert und hat mich viel mehr bewusst gemacht auf die Ungerechtigkeiten, die ich in der Gesellschaft gesehen habe. Du hattest, glaube ich, gesagt, dass Jacques die Seminare irgendwie 4-mal in der Woche gemacht hat oder so. Bist du da jedes Mal hingegangen?
Ja, so, weil ich Jacques kennengelernt habe und mit ihm gesprochen habe und seine Bibliothek angeschaut habe, habe ich gleich erkannt, dass das ein ganz ungewöhnlicher Mensch war, dass das eine pure Glückssache war, dass ich so einen Mensch kennengelernt habe, dass das eine Chance für mich war, um die Welt besser zu verstehen, weil Jacques nicht nur wissenschaftlich ganz interessant war, aber auch die menschliche Werte, die er verkörpert hat und über die er gesprochen hat, die waren so viel anders, was ich gehört habe mit den normalen Menschen, wenn ich mit denen geredet habe. Das war unwahrscheinlich kostbar für mich und ich habe das gleich erkannt. Und da habe ich gesagt, so eine Gelegenheit kommt niemals wieder, so einen Mensch kennenzulernen, so diese ganzen Bücher zu lesen. Da bin ich da 4-mal die Woche hingegangen und bekam einen guten Freund von ihm, bekam Freunde mit den Menschen, die da hingingen. Und für ein junger Mensch in meinem Alter war das eine unwahrscheinlich wertvolle und menschliche Erfahrung. Ich glaube, das ist eine der größten Erfahrungen, die der Mensch haben kann, zu einer Gruppe zu gehören, die jeden Tag lernt und studiert und die Ideen austauschen tut und über alles redet. Wir haben ja über alles geredet. Sex, menschliche Beziehungen, die Wirtschaft, die Politik, die Philosophie, Bücher, Kinos. Wir haben über alles unter den Wolken geredet und jeder hat gelesen und studiert und so. Das war immer ein Austausch. There was a core group of people that came, really relatively regular. Once, another thing that was interesting about it was that he then, when the core group was together, he would then ask us, well, what do you want to talk to tonight? And so then people could, say, well, I want to talk about problems in human relations. How can men and women get better along with each other? Wow. How would you raise children in a more intelligent way? How would you educate children? So there would then specific questions would be asked by the members, and then he would then go into much more detail. Und nach den Vorträgen bei Jacques sind wir immer zum Café gegangen, zu einem Restaurant. Und dann haben wir immer rumgesessen und haben mehr geredet. Und dann Jacques hat immer noch mehr geredet. Und neue Leute kamen hinzu. Und das war eine unglaubliche Erfahrung. Einer der wirklich Höhepunkte meines Lebens, kann man schon sagen. Ganz besonders für eine junge Person. Ne? Kannst du mal dazu sagen, in welchen Jahren das war, dass wir uns das auch besser vorstellen können? Ich habe kennengelernt in 1971. Und du bist dann bis wann zu den Seminaren gegangen, die bei ihm waren? Bis zu den 80er Jahren, bis Jacques dann umgezogen ist nach Venus. Und was hat dich an den Seminaren am meisten interessiert? Ich meine, es ging ja auch recht viel um irgendwelche Naturphänomene oder um menschliches Verhalten. Ja, das menschliche Verhalten. Was hat mich interessiert, die Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft besser zu verstehen? Wie kam die menschliche Gesellschaft zustande? Wie hat sich die verändert durch die Zeit, verwandelt durch die Technik zum Beispiel? Das hat mich sehr, sehr interessiert. Die ganze Entwicklung der Menschheit zu verstehen, hat mich sehr, sehr interessiert. Und zu verstehen, welche Werte die Menschen brauchen, um besser zusammenzuleben. Ohne Konflikte, ohne Krieg. Meine Erfahrungen mit dem Krieg, die ausgebombten Häuser in Deutschland, das Leiden meiner Familie, das hat mich schon sehr interessiert. Mit einer Gesellschaft können viele Sachen falsch gehen. Beispiel, ich habe zu meiner Mutter gesagt, wie war denn das möglich, dass Hitler zur Macht kam in Deutschland? Ich konnte das gar nicht verstehen. Und dann hat sie zu mir was ganz Interessantes gesagt. Hat sie zu mir gesagt, das ist sehr schwer zu erklären, weil du nicht durch diese Zeit gelebt hast. Wenn du durch diese Zeit gelebt hättest, dann könntest du das etwas besser verstehen. Und das war ein wertvoller Punkt für mich. Es ist sehr schwer, eine andere Zeit zu erklären oder zu verstehen. Wir können ja über das Mittelalter lernen und wir können über die Industrialisierung lernen, aber die Stimmung der Zeit zu empfinden, das können wir nicht. Wir können was intellektuell verstehen, aber gefühlsmäßig, wie sich die Menschen gefühlt haben, wenn sie 12 Stunden am Tag in der Grube arbeiten haben
oder die Kinder mussten in den Gruben arbeiten für 12 Stunden am Tag und die Frauen waren mit den Maschinen verbunden und mussten für 12 Stunden stehen, 7 Tage. Das zu verstehen und das menschliche Leiden zu verstehen, das ist nicht so einfach. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie Jacques da direkt anknüpfen konnte, zum Beispiel an das Erlebnis, ne, mit dem menschlichen Verhalten dann. Natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, Jacques hatte eine Lebensweisheit, die ich niemals in einem anderen Menschen zu diesem Maße gesehen habe. Das hat mich auch gleich zu ihm gebracht. Bei dieser Lebensweisheit habe ich erkannt, wie er mit anderen Menschen gesprochen hat, wie er über Probleme gesprochen hat, wie er über menschliche Probleme gesprochen hat und dann versucht hat, die zu beschreiben, was man da machen könnte, das ganze Verhalten der Menschen zu verstehen. Jacques hat niemals die Menschen individuell angegriffen, hat zu ihnen gesagt, well, du bist ein böser Mann, oder hier gibt's gute Menschen und böse Menschen und das Problem in der Welt ist, da sind zu viele böse Menschen und die machen Dinge, die sie nicht machen sollten. Jacques hat niemals so gesprochen. Like die 10 Gebote. Die guten Menschen, die gehen zum Himmel und die schlechten Menschen gehen zur Hölle. So was Blödes. Jacques hat gesagt, man kann den Mensch nicht verstehen, ohne das System zu verstehen, ohne die Kultur zu verstehen, ohne die Zeit zu verstehen, in der sie leben. Das ist das Wichtigste, um das alles zusammenzunehmen. Man kann niemals den Organismus von der Natur trennen, weil der Organismus ein Produkt der Natur ist. Und der Mensch ist ja ein Tier, aber er ist ein ganz besonderes Tier. Er ist ein politisches Tier, er ist ein symbolisches Tier, er hat eine Sprache und Symbole sind unwahrscheinlich wichtig für die menschliche Gesellschaft, die zusammenzuhalten und die Politik und die Ideologie. So, der Mensch ist ein ganz komplexes Tier. Ne? Er ist nicht einfach zu verstehen. Ne? Er hat so viele Eigenschaften. Und die Eigenschaften kommen sehr viel von der Gesellschaft, in die der Mensch lebt. Es ist ja nicht normal für den Mensch geldgierig zu sein, dass er $1 Billion braucht. Das ist ja nicht normal für den Mensch. Wenn du zu einer primitiven Gesellschaft gehst, wie die amerikanischen Indianer, die Lakotas zum Beispiel, die haben das Geld ja gar nicht verstanden. Die haben ja nicht verstanden, dass man Land verkaufen kann. Das war ja ganz unverständlich für die, dass man einen Vertrag unterschreiben kann. Unser Stamm wird jetzt auswandern, weil wir unser Land jetzt an der Amerikaner verkaufen. Das konnten die ja gar nicht verstehen. Das waren ja nicht ihre Werte. Die hatten ja ganz andere Werte. Die konnten kein Geld und Eigentum verstehen. Die hatten ja bloß Privateigentum in ihren eigenen kleinen Sachen. Schießbogen und Pfeile und vielleicht das Pferd. Aber das Land war ja alles kommun. Alles war kommun geeignet. So Privateigentum gab es ja gar nicht. Im Sinne, wie das die Europäer verstanden haben. Wenn der Jacques über Menschenwerte geredet hat, der hat dann das gezeigt. Und dann, wenn man das dann weiter studiert hat, wie ich das natürlich habe, ich bekam dann sehr interessiert, das alles zu verstehen. Und dann habe ich viel gelesen. Jacques hat dir eine unwahrscheinlich gute Basis gegeben, um das Leben besser zu verstehen und über das Leben zu lernen. Wissenschaftliche Philosophie vermittelt hat. Er hat gesagt, wenn du über die Natur was wissen willst, wenn du über die Gesellschaft was wissen willst, musst du wissenschaftlich studieren und nicht nur eigene Studien machen, zum Beispiel die Philosophie zu studieren. Man muss diese wissenschaftlichen Erkenntnisse verbinden in ein System des Denkens. Das hat mich dann angetrieben und viele Sachen in der Philosophie gelesen, in der Politik gelesen, in der Geschichte gelesen, Anthropologie gelesen, Soziologie gelesen, habe dann in alle diesen verschiedenen wissenschaftlichen studiert, so viel wie ich konnte, und dann probiert, die Grundprinzipien zu verbinden und sehen, wie die verbunden sind. Wie ist der Mensch verbunden mit der Natur? Wie ist der Mensch verbunden mit der menschlichen Gesellschaft? Der Mensch muss ja in der Natur leben. Der Mensch, um essen zu können, er muss ja atmen können.
können. Er muss ja Wasser haben. Er muss ja Kleidung haben. Er muss ja ein Haus haben, um sich vor der Natur zu beschützen. Die Menschen haben Bedürfnisse, die die Gesellschaft eigentlich erfüllen muss und erfüllen soll. Und das Problem heutzutage ist, der Mensch hat viele Bedürfnisse, aber das Reichtum der Gesellschaft ist nicht gerecht geteilt, weil alles auf Wettbewerb und Gewinn gebaut ist und nicht mit dem Mensch zu teilen. Die Reichen teilen ja ihr Reichtum nicht mit den Armen heutzutage. In Amerika, die 10 Billionäre, die wir hier haben ja so viele Billionäre in Amerika, die haben so viel Wert wie 50% von der ganzen Bevölkerung. Und in der Welt insgesamt, die ganzen Billionäre in der Welt haben eine Hälfte von dem Reichtum von der Erde. Sowas kann man ja nicht aufrechterhalten über lange Zeit. Und das Problem haben wir ja schon in Deutschland. A perfectly even distribution of wealth among all living people, with everyone divided into 5 equal groups. Now, let's show how much each group actually has. Shocking, right? 80% of the world's people barely have any wealth. It's hard to even see them on the chart. Meanwhile, the richest 2%, they have more wealth than half of the rest of the world. Let's look at this chart another way. Let's take the whole world's population, all 7 billion of us, and reduce it to just a representative 100 individuals. Here they are, poorest people on the left, richest people on the right. Now let's show how the world's total wealth, roughly $223 trillion, is distributed. The vast majority have practically nothing. Nothing with which to educate their children, nothing with which to pay for basic medicines. While the richest 1%, they've accumulated 43% of our world's wealth. The bottom 80%, meanwhile, that's 8 out of every 10 people, have just 6% between them. But even this doesn't really show how extreme things have become. The richest 300 people on Earth have the same wealth as the poorest 3 billion. So the number of people it takes to fill a mid-sized commercial aircraft have more wealth than the populations of India, China, the US, and Brazil combined. We can also see this difference geographically, with a huge and growing gap between a few rich places versus the majority of the world. Und auch in Amerika. In Amerika, die Mexikaner, die haben keine Arbeit, die sind arm, die wollen nach Amerika. Die Afrikaner und die Leute im Mittelosten, da ist Unruhe, da ist Krieg, da ist keine Arbeit da, ihre Familien werden zerstört. Wo wollen die denn hin? Die wollen hin, wo die Arbeit ist und wo man Geld machen kann, so dass man eine Familie ernähren kann. Und Jacques hat ja dann, vermute ich mal, auch sehr einfache Beispiele gebracht, hinter dem dann aber viel mehr stand. Ich fand auch das gerade sehr interessant, wie du das so erzählt hast, weil ich finde, da ist schon viel von Jacques auf dich abgefärbt, weil ich habe gemerkt, du hast zum Beispiel jetzt den Behaviorismus erwähnt, ohne das zu sagen, und die allgemeine Semantik, darauf bist du eingegangen, aber alles mit ganz einfachen Beispielen. Korrigier mich, falls das jetzt nicht richtig ist oder so. Mich würde aber jetzt nochmal interessieren, ob du vielleicht mal so beispielhaft beschreiben könntest, wie so ein typisches Seminar abgelaufen ist bei Jacques. Es kam ganz drauf an. Jacques war sehr, sehr höflich zu jedem Mensch. Wenn eine neue Frau oder ein neuer Mann zu einer Lesung kam, dann hat er natürlicherweise eine Einleitung in seine Philosophie gegeben. Und in seiner Einleitung hat er die Fragen gestellt, wie er sie mir gestellt hat, wie ich ihn kennengelernt habe. But then also you had constant, like I said, you had, new people come in constantly that came into a lecture. And Jacques, another thing that I found really absolutely amazing about Jacques was that he was incredibly courteous to people. Every new person. If there were 15 people in the lecture and 13 of them belonged to the core group, he ignored the core group and had and asked that new person specific questions and then geared an introductory lecture to them. Wow. For a whole hour. Whoa, to help get them up to... Exactly, to explain to them and he tried to relate to them as best as he could, which was not always easy because people came and they had, of course, very divergent points of view. That must have been. Some people came, they weren't going to be religious. Some of them came, they weren't going to be conservative.
So In seiner Einleitung hat er natürlich gesagt, dass die Menschen indoktriniert sind bei der Religion und dass die religiöse Werte nicht sehr gut sind. Das Konzept von der Sünde zum Beispiel, dass man die Menschen schuldfähig macht, dass das nicht sehr gut ist. Und dass man sagt, das sind gute Menschen, beste Menschen und so weiter. Das Konzept von der Hölle und Himmel und so weiter. So hat er dann probiert, den Menschen zu sagen, die Religion ist eine alte Geschichte. Eine alte Geschichte, die heutzutage in der modernen Zeit keinen Wert mehr hat, weil sie über Werte spricht, die wir heute gar nicht mehr brauchen. In den 10 Geboten sagt er, du sollst nicht töten. Ja, aber wenn der Staat Krieg will und zum Krieg geht, dann zieht er die jungen Leute ein, wenn sie 18 Jahre alt sind und nichts von der Politik verstehen und sagt, hier, jetzt gehen wir nach Russland, machen Russland unser Land und dann siedeln wir uns das mit unseren eigenen Menschen an, weil die ja so Untermenschen sind und so weiter und so fort. Und diese Probleme müssen vermieden werden. Und dass die Religion die nicht vermieden kann. Dass die Religion eigentlich die Menschen trennt. Wenn ich sage, ich bin ein Buddhist oder ich bin im Mittelosten geboren, Allah ist für mich Gott. Und die Christen sagen, ist Gott katholisch oder ist er evangelisch? Oder ist er orthodox-griechisch? Niemand weiß ja, wie Gott ist. Das haben ja alles die Menschen erfunden. Gott ist ja eine menschliche Erfindung. Jede Religion ist ja alte Philosophie der Menschheit. Es ist ja so, jede Philosophie hat der Mensch selber erfunden. Die Religion ist eine menschliche Erfindung und das hat er probiert, den Menschen beizubringen. Ich nehme auch an, der ist dann je nachdem, was das für eine Person war, die dann neu dazu kam, auch anders auf die eingegangen. Es gibt ja so ein paar Aufnahmen von damals noch, zum Beispiel in der einen Aufnahme scheint jemand dabei zu sein, der sehr religiös war. Und dann wirft der Jacques immer mal wieder sowas ein, was so ein bisschen was in Frage stellt, was derjenige dann glaubt. Und dann lässt er es wieder gut sein und wirft dann später nochmal was ein. Ich persönlich habe starke Probleme, wenn ich mit jemandem spreche, zum Beispiel der religiös ist, dass er nicht das Gefühl hat, ich würde ihn angreifen persönlich. Hast du da irgendwie Tipps, wie man da besser das machen könnte? Also sobald man bei jemandem die Religion oder so in Frage stellt, der da fest daran glaubt, kann es schnell passieren, habe ich das Gefühl, dass der dann wütend wird zum Beispiel. Ich denke, man soll die Menschen nicht angreifen. Es ist besser, wenn du viel Zeit hast. Dann kannst du langsam machen. Weil die Menschen normalerweise, wenn du einen Mensch kennenlernst, die erste Frage, die sich selber stellen, wenn sie dich kennenlernen, ist, kann ich dieser Person meine innersten Gedanken vertrauen? Du musst das Vertrauen der Menschen zuerst mal gewinnen. Probieren wenigstens, ihr Vertrauen zu gewinnen. Du musst darstellen, dass du ein guter Mensch bist und dass du Interesse an ihnen hast, ihnen zu helfen und dass du an ihrem Wohlhaben interessiert bist. Und dann kannst du über Dinge reden mit ihnen, die ihr Leben besser machen. Und wenn die Menschen verstehen, dass du interessiert bist, ihr Leben besser zu machen, dann ist das viel leichter, über diese Fragen, die schwerer sind, sich zu streiten. Vielmals, wenn ich mit neuen Menschen rede, bin ich ganz, ganz vorsichtig, wie ich mit denen rede. Ich probiere dann rauszufinden, wie Jacques rausgefunden hat. Wie denkt der Mensch, mit dem ich jetzt im Moment spreche? Wie denken die denn? Was denken die denn über die Gesellschaft? Was denken die denn über die Religion? Wie religiös sind die? Sind die sehr stur? Wie viel wissen die schon über die Gesellschaft? Wissen die schon was über die Geschichte der Religion zum Beispiel? Man kann ja über die Geschichte der Religion sprechen, wie Christentum sich entwickelt hat, wie die ersten Christen gelebt haben und wie die gedacht haben. Wo kam denn das her, dass plötzlich die Menschen bloß in ein Gott gedacht haben? Vorher haben sie ja in viele Götter gedacht. So kann man das dann annehmen. Einmal die Menschen haben in viele Götter geglaubt. Der war der Gott des Meeres, der Gott des Himmels, der Gott des Waldes. Jede Kultur hatte ihren eigenen Gott. Da kann man damit anfangen und dann den Glauben mit einer relativen Ansicht beschreiben. Diese verschiedenen Glauben, die wir durch die ganze Welt haben. Jede Kultur hatte ja ihre eigene Religion und ihre eigene Götter. Und dann kann man darüber reden, über die Religion, mit einer Vergleichung zwischen den differenten Göttern und welche Kulturen welche Auffassung hatten. Zum Beispiel die American Indians, der große Spirit war da. Aber da war keine Hölle und kein Himmel da in ihrer Religion. In ihrer Religion, das war eine Naturreligion. Dann kann man über die Religion der Griechen sprechen, die Religion der Römer sprechen, die germanische Religion der alten Tage. Und dann kann man die dann vergleichen mit den Menschen. Und was ich immer mache,
wenn ich mit Menschen über die Religion spreche? Ich spreche über die alten Juden, wie sich so zum Beispiel die alte jüdische Religion entwickelt hat und was sie geglaubt haben und so weiter und so fort. Den Menschen eine Geschichte erzählen kann, wie sich das alles so entwickelt hat durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte, die Jahrtausende, wenn man von den ersten Naturbegriffen in der Religion sprechen kann. Weil die Religion war ja bevor der Wissenschaft. Die Wissenschaft sehr spät in der menschlichen Entwicklung kam die zustande. Und so kann man dann die religiöse Entwicklung mit der wissenschaftlichen Entwicklung vergleichen. Man braucht die Menschen nicht persönlich anzugreifen, für was sie glauben und wie sie denken. Das ist keine gute Idee. Aber Jacques hat immer gesagt, rather sagen, ich sage das, sage John hat gesagt, dass man die Religion vergleichen kann. Rather, dass du das sagst, sage, du hast das irgendwo in einem Buch gelesen, dass man die Religion vergleichen kann. Man kann die christliche Religion vergleichen mit dem Hinduismus, mit dem Buddhismus und dann kann man das vergleichen mit der menschlichen philosophischen Lebensauffassung, keinen Gott überhaupt zu haben. Und dann spricht man mehr unparteiisch über diese Sachen. Rather dann sich die Menschen gleich aufregen, weil du ihr Gott angreifst. Ich nehme aber trotzdem mal an, so als du frisch zu den Seminaren gegangen bist und diese ganzen neuen Sachen gelernt hast, hattest du da auch Probleme dann mit, sagen wir mal, normalen Leuten danach zu reden oder wie war das dann? Man muss lernen, mit den Leuten zu reden. Ne? Man muss das lernen, wie man das am besten machen kann. Das hat lange Zeit für mich gedauert, das zu lernen. Er hat gesagt, gerade Menschen sprechen genauso, wie sie denken. Ne? Gerade heraus, meinst du? Die sagen dir genau, wie sie denken. Ich hasse das, ich liebe das. Aber man muss darüber denken, wie kann ich denn mit der Person, mit der ich jetzt rede, am besten über die Religion oder über Sachen reden, die sie anfasst, emotional. Da muss man vorsichtig damit sein, sodass man die Leute nicht gleich aufregt. Wenn man die gleich aufregt, dann bauen die gleich eine Mauer und dann kommst du niemals in ihr Haus rein, weil die dann ihr ganzer Kopf umschalten. Ne? Das muss man lernen. Ich habe das auch gelernt. Jacques hat gesagt, du kannst nicht mit den Leuten reden wie ein gerader Mann. Du musst taktisch denken. Wie kann ich mit diesem Mann kommunizieren? Wie kann ich mit den Menschen reden, ohne in Konflikte zu kommen? Wie kann ich mein Wissen überweisen, ohne in Konflikte direkt zu kommen? In den ersten 15 Minuten. Let me just say, your commentary had a sharpness of teeth that I had not even projected for you. It was more. It was my first time meeting him, and so I felt you more than I heard you, and I asked the question, and it gets back a little to what Francisco was getting at. You're a professor of the public understanding of science, not professor of delivering truth to the public. And these are two different exercises. One of them is you put the truth out there, and like you said, they either buy your book or they don't. Well, that's not being an educator. That's just putting it out there. Being an educator is not only getting the truth right, but there's got to be an act of persuasion in there as well. Persuasion isn't always, here's the facts, you're either an idiot or you're not. It's here are the facts, and here is a sensitivity to your state of mind, and it's the facts plus the sensitivity, when convolved together, creates impact. And I worry that your methods and how articulately barbed you can be ends up simply being ineffective when you have much more power of influence than what is currently reflected in your output. I gratefully accept the rebuke. Just one anecdote to show that I'm not the worst in this thing. A former and highly successful editor of New Scientist magazine, who actually built up New Scientist to great new heights, was asked, "What is your philosophy at New Scientist?" And he said, "Our philosophy at New Scientist is this: science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off." Du
musst zuerst das Vertrauen der Menschen gewinnen. Wenn sie dir nicht vertrauen, dann hören sie dir nicht mehr zu. Ich glaube, das ist irgendwie auch die logische Erweiterung davon, dass man mit einem wissenschaftlichen Psychologen anders über menschliches Verhalten reden kann als mit einem Normalbürger, sage ich mal, einfach weil der auch schon ganz anderes Wissen hat. Und wenn man das so ein bisschen erweitert, dann gilt das halt auch für andere Lebensbereiche, weil jeder halt anderes Wissen hat. Genau, ist, wenn man mit jemandem redet, eine gute Idee herauszufinden, was die Menschen interessiert, wo die Menschen Wissen haben und wo sie kein Wissen haben. Deswegen hat ja Jacques immer diese Fragen gestellt, wenn du zu seinen Vorlesungen kamst. Aber mit den Fragen muss man auch schon vorsichtig sein. Manche Menschen wollen nicht, dass du ihnen viele Fragen stellst. So, dann musst du das in einer ganz normalen Konversation, musst du das dann sagen. Ne? Du kannst ja sagen, kannst du mir ein Buch sagen, das du gerne gelesen hast, dass du denkst, das wichtig ist. Das kannst du ja in einer Unterhaltung fragen. Ne? Oder du kannst ja fragen, bist du ein religiöser Mensch? Gehst du in die Kirche noch oder ist das nicht so wichtig für dich? Das kann man ja fragen und dann kann man ja sehen, wie der Mensch zu den Fragen reagiert. Am besten ist das indirekt zu machen und nicht direkt zu machen und das langsam machen. Das Wichtigste ist, dass die Menschen dir trauen, dass du sie nicht verletzen willst oder dass du dich nicht selber darstellst, als wenn du alles wissen würdest und dass die dumm sind. Das muss man vermeiden. Man kann den Menschen auch so signalisieren, mir ist wichtig, was du zu sagen hast, oder ich nehme das erstmal an und denke selber drüber nach. Wenn du das zu Anfang noch nicht so gut konntest, ich glaube, dann ist... Nein, das habe ich nicht einfach gelernt. Mein Gott, das erste Jahr. Also kann ich mir vorstellen, zu Anfang hast du wahrscheinlich auch viele Leute dadurch verloren und vielleicht sogar ein paar Freunde, oder? Genau. Das ist mir genau passiert. Ich habe sehr viele Leute verloren, weil ich nicht genau wusste, du kannst nicht jedem Menschen sagen, genau wie du denkst. Wenn du für 20 Jahre Bücher liest und studierst, komplizierte Ideen analysierst, kannst du nicht mit den Menschen über das letzte Buch reden, das du gelesen hast. Du musst langsam machen. Die Menschen wollen nicht emotional verletzt werden. Die wollen nicht, dass du sie hinstellst, als wenn sie dumm wären und die Welt nicht verstehen werden. Das musst du vermeiden. Man muss das lernen, mit den Menschen zu reden über Ideen, ohne sie anzugreifen, ohne sie emotionell verletzen. Allerdings muss ich sagen, zumindest bin ich gerade in so einer Phase, finde ich es auch sehr frustrierend irgendwie, dass man praktisch mit kaum jemandem mal über das reden kann, was einen selber wirklich interessiert. Einfach, weil die halt nur das erste Buch gelesen haben und nicht das 20. Das ist das Schwere im Leben. Was du jetzt sagst, das ist das Schwere im Leben. Und das war auch eines der schwersten Sachen in meinem eigenen Leben. Wie du lernst und studierst und die Menschen besser verstehst und deine eigene Kultur besser verstehst und die Geschichte der Menschheit besser verstehst und die politische Situation besser verstehst. Wenn du das alles besser verstehen kannst, dann wird das immer schwerer für dich, in einem gewissen Sinne Menschen zu finden, mit denen du wirklich ehrlich sprechen kannst. Ja, man entfernt sich ja dann immer weiter vom Durchschnittstypen, logischerweise, weil der weiß das ja alles nicht. Hast du denn eigentlich dann auch später mal so was Ähnliches auch mal gemacht wie Jacques? Also du hast ja jetzt auch gesagt, dass du mit der Zeit so ein bisschen gelernt hast, das Wissen zu vermitteln. Hast du dich dann auch irgendwie regelmäßig mit Leuten getroffen, nachdem es mit den Seminaren vorbei war? Und hatte auch für eine lange Zeit in Miami. Ich habe das jetzt nicht mehr. Viele von meinen Freunden manche sind gestorben, andere sind ausgezogen nach Colorado, nach New Mexico, nach Norden im Staate Florida. Ich habe sehr viele Freunde verloren und dann ist das nicht für mich so einfach und war auch tätig in verschiedenen Sachen. Zum Beispiel war persönlich in der Friedensbewegung in den Vereinigten Staaten und der Entwaffnung war ich tätig und habe da Vorlesungen gegeben. Ich habe Zeit rausgenommen und habe für ungefähr 6-7 Monate der Waffenwettbewerb studiert und die ganze nachpolitische Welt studiert, ganz besonders die Beziehungen und der Kalte Krieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten und habe mich dann der Friedensbewegung angesetzt und habe dann gesprochen in der Öffentlichkeit, bin zu Clubs gegangen, habe auch am Radio darüber gesprochen, über die Entwaffnung und bessere Menschen
menschliche Beziehungen, ganz besonders während der Zeit vom Regen, wo man gesprochen hat, dass man jetzt ins Weltall gehen will und Waffen in das Weltall schaffen will. Und ich habe gedacht, dass das sehr, sehr, sehr gefährlich war, dass diese Ideen sehr gefährlich waren und dass der Kalte Krieg immer gefährlicher wurde während der Regenzeit, und habe mich dann gebildet in diesen Beziehungen, habe viele Bücher darüber gelesen, habe das studiert und dann öffentlich darüber gesprochen, bin zu verschiedenen Gesellschaften gegangen hier und habe darüber geredet gegen die Verbreitung der Atomwaffen. Ich wollte das vermeiden, dass sich die Atomwaffen verbreiten und dass eine wirkliche Abrüstung möglich wäre, sodass sich die Menschheit nicht bei Zufall vernichten werden. Ne? Würdest du sagen, dass du dann mit den Ideen, die du von Jacques hattest oder die sich dann halt auch weiterentwickelt haben, dass du da auch Leute wirklich wiederum, also du dann Leute so stark beeinflusst hast, dass die dann ihren Lebensweg auch verändert haben? Ja, ich habe das Leben vieler Menschen verändert. Mein Neffe hatte große Probleme und habe ihn dann hier nach Miami gebracht und dann hat er mit mir gewohnt, hat meine Bücherei gesehen, hatte meine Freundin kennengelernt und habe ihm Bücher gekauft. Er war sehr religiös, er wollte zu einer religiösen Schule gehen und habe ihm eine ganze Bücherei angeschafft, so dass er studiert. Heutzutage ist er ein sehr intellektueller Mensch. Sein Leben hat er sehr gut, hat sich ganz stabilisiert. Ich habe eine andere deutsche Freundin, die wohnt im Norden von Florida, habe ihr Leben ganz verändert. Das hat mich ja Jacques gelernt. Ich habe in mein ganzes Leben lang probiert, das Leben der Menschen zu verändern. Ihnen zu sagen, was ich denke, mit ihnen zu teilen, was ich wissen kann. Damals auch in der Friedensgesellschaft habe ich ja in der Öffentlichkeit gesprochen über viele, viele Sachen und habe das durchaus mein ganzes Leben, das hat mich ja, Jacques hat mir ja so viel beigebracht und ich war ja so dankbar zu ihm. Wir waren Freunde, ne? Das letzte Mal, wo ich mit ihm zusammen war, da war er schon in ganz schlechter Verfassung. Da hat er meine Hand ergriffen und hat meine Hand gar nicht losgelassen. Er konnte gar nicht mehr gut reden zu dieser Zeit. Seine Gesundheit war schon so schlecht. Und während unserer Unterhaltung hat er meine rechte Hand gehalten für die ganze Zeit. Das hat mir so gut getan. Ich konnte fast heulen. Ne? So hat es mich angegriffen. Wie anhänglich er war als ein Freund. Also mir kommen jetzt auch schon fast die Tränen, wenn ich das schon alleine höre. Sind ja aber noch andere Leute auch zu den Seminaren gegangen. Weißt du noch, was die anderen Leute so machen, die da früher dabei waren, die jetzt noch leben oder was die gemacht haben, bevor sie gestorben sind? Ja, ich habe Verbindung mit Harvey. Der wohnt in California. Der war ein Mitglied. Und auch Joe ist sein Name. Der wohnt an der Westküste von Florida. Mit dem habe ich auch noch Verbindung. Diese beiden gehören zu der alten Gruppe, zu der ich gehört habe. Die sind immer noch am Leben. Und haben die das so ähnlich gemacht wie du? Haben die auch dann Radiointerviews gegeben oder was haben die dann so gemacht? Die haben sich nicht so viel weitergebildet, wie ich das gemacht habe. Richard wollte mehr Geld machen, ist dann in, wie sagt man auf Deutsch, Real Estate, Häuser gekauft und verkauft. Also in die Immobilienbranche. Ja, Immobilien. Und Joe, der hat das ganz aufgegeben nach einer gewissen Zeit. Das ist halt immer die Gefahr, wenn man dann wieder in die alte Umgebung zurückkommt, sozusagen. Ne? Man muss das ganze Leben lang lernen, weil sich ja das Wissen immer wechselt. Jeden Monat das Wissen wechselt sich ja. Zum Beispiel, wenn man Psychology lernt oder Soziologie lernt, man muss darauf dranbleiben. Man kann nicht pausieren. Man kann nicht sagen, well, jetzt weiß ich genug, jetzt brauche ich das nicht mehr, jetzt amüsiere ich mich bloß, jetzt bin ich ja sowieso zu alt. Dann fällt man wieder in diese alten Verhaltensweisen zurück, logischerweise dann. Genau. Ich bin so interessiert in meinem Leben, weil ich jeden Tag lerne. Ich lese jeden Tag, ich höre mir Vorlesungen an. Ich lerne jeden Tag neue Sachen über die menschliche Gesellschaft, über die Philosophie, über Computers, über alles. Man muss das machen sein ganzes Leben lang. Man kann nicht aufhören. Man muss organisiert lernen. Man soll auch reisen. Man soll zu anderen Kulturen gehen, mit anderen Menschen reden. Die Welt ist ja ein ganz interessanter Platz. Und ich zum Beispiel, ich habe mir viele ältere Kulturen angeschaut. Bin nach Mexiko gegangen, habe mir die alte mexikanische Kultur angeschaut. Ich bin nach Peru gegangen und habe mir die Azteken angeschaut und die Mayas angeschaut in Mexiko. Bin nach Rom gegangen und habe mir die römische Kultur angesehen. Die Bildung ist lebenslang und wenn man die lebenslang macht,
dann interessiert man sich ja immer an neue Sachen. Das Leben ist dann immer interessant. Mein Leben ist so interessant, das kannst du gar nicht glauben. Und so älter wie ich werde, so interessanter mein Leben bekommt. Mein Leben ist jetzt ja viel interessanter, als ich 20, 30, 40 oder 50 Jahre alt war. Ich weiß ja so viel mehr und kann mich auch mit den Menschen so viel besser verständigen. Roxanne bekam ein Mitglied unserer Gruppe, in den späteren Jahren von Jacques. Ich weiß nicht genau, welches Jahr. Ich glaube, so 76 oder 78 müsste die Roxanne dazugekommen sein. Ja, kann das sein? Das kann 76 oder 78 sein. Damals hieß das ja noch Sociocyberneering. Kannst du mal den Begriff erklären? Weil also mir ist der auch nicht so ganz klar. Also heute heißt zwar der Venus Project, aber dieses Sociocyberneering, was sollte das denn bedeuten? Cybernetics ist die Wissenschaft der Regulation. Regulation im Menschen, Regulation in der Gesellschaft. Jacques hat Cybernetics, weil die Wissenschaft der Cybernetics geht auf Feedback. Rückmeldung. Ein Thermostat zum Beispiel, sagen wir mal, du schaltest das Thermostat ein für 20 Degree. Wenn das Thermostat fällt, sagen wir zu 19 oder zu 18, dann geht das normalerweise gleich wieder hoch zu 20. Wenn es über 20 geht, dann geht es wieder runter zu 20. Praktisch die mechanistische Betrachtungsweise der Welt, dass alles sich gegenseitig beeinflusst, vielleicht könnte man sagen, oder? Ja, ein System, das sich selbst reguliert. Wenn du eine Probe in den Boden machst und die Probe, die kommt darauf an, wie viel Wasser im Boden ist. Und wenn sich der Boden dann austrocknet, dann setzt das automatisch das Wasser in den Boden wieder rein. Das ist selbstregulierend. Wenn du Durst hast, der Körper sagt dann, du musst Wasser, du musst mir Flüssigkeit geben. Und dann machst du Flüssigkeit rein und dann ist das wieder normal. Und dachte ich auf die gesellschaftliche Komponente betrachtet. Also dass das natürlich nur was bringt, diese Regulation, wenn man das auch für das Wohl der Menschen anwendet sozusagen. Ne? Ja, eine Gesellschaft, die sich selbst reguliert. Und ich denke mal, dass da auch so eine Verbindung von Sozial- und Technik, dann letzten Endes Ingenieurswissenschaften da auch mit drinsteckt in Nearing, also Engineering, Cyberneering, so diese Sachen. Dass man Selbstregulation ingeniert in das System selbst. Um nochmal auf die Seminare zurückzukommen, was da auch noch interessant wäre, finde ich, habt ihr da auch irgendwie so praktische Dinge gemacht? Also ich denke jetzt mal, was ich da so machen würde, wäre den Coanda-Effekt mal auszuprobieren, weil das sehr leicht ist. Oder habt ihr vielleicht ein Structural Differential gebastelt? Also habt ihr auch irgendwas Praktisches da gemacht?